Am 3. November 2015 uploadete Pangaea Panga ein Mario Maker Level, dessen alleiniges Ziel es war, das brutalste und härteste jemals von Menschenhand erschaffene Mario Level zu werden. Pit of Panga, U-Break. Und das Ziel wurde erreicht. Mehr als 2 Jahre später hatten von annähernd 5 Millionen Versuchen gerade einmal 367 das Ziel erreicht, was dem Level mit einer Abschlussrate von nur 0,0076% einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde als schwierigstes Level in Mario Maker bescherte. Und auch wenn seitdem technisch gesehen sogar noch härtere Level erschaffen wurden, konnte keines so richtig mit der Popularität und dem Legendenstatus von U-Break gleichziehen. Bisher konnte ich es nie über mich bringen, mich diesem Dämon zu stellen, doch mit der bevorstehenden Abschaltung der Wii U und 3DS-Server in einer Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist dies meine letzte Chance. Also, will I break or will you break? Break. Ich habe damals ein paar von Pangas Leveln mitgemacht und durchgespielt, die ersten halt, aber dann hat er so schnell neue Level hochgeladen, dass ich einfach nicht mehr hinterherkam. In P-Break habe ich dann noch kurz reingeguckt, aber ziemlich schnell aufgegeben, weil ich festgestellt habe, dass das einfach Ausmaße annimmt, für die ich nicht mehr die Zeit habe. Und jetzt ist es soweit. Auf geht's. Ich habe ein Clear-Video offen, Pangas Clear-Video als Referenzpunkt, weil es alles andere als offensichtlich ist manchmal, was man überhaupt machen muss. Und an irgendeiner Stelle werde ich mir wahrscheinlich auch das Level downloaden in den Editor und einzelne Tricks versuchen zu üben. Vielleicht muss ich hier am Anfang schon anfangen? Nein. Oh, wow. Das sind die Details, die kriegst du gar nicht mit, ne? Diese Kaiserblöcke. Ich blende auch mal einen Timer ein, obwohl man den jetzt gerade nicht besonders gut sehen kann. Oben links in der Ecke. Ich glaube, da muss ich noch die Farbe verändern. Okay, das erste, was man schaffen muss, ist ein Jump von diesem P-Switch, was in Mario Maker nicht ganz so schwierig ist. Dann Shelljump da drüben an die Wand. Allerdings so, dass man den Panzer oben an der Schiene nicht aufsetzt, sondern in die Hand bekommt. Oh Gott, ich krieg den Jump hin, aber ich mache ihn zu früh. Man muss ihn absichtlich später machen, damit man den Panzer mitnehmen kann. Ach ja, wer dieses Level schon mal gesehen hat, aber es nie selbst gespielt hat und denkt, wow, das ist unfassbar hart und absolut unschaffbar, dem kann ich sagen, das täuscht. Das Level ist mindestens noch 10.000 Mal härter, als es aussieht. No, genau das darf nicht passieren. Aber das ist so unendlich hart, ne? Diesen Shelljump so perfekt zu machen, dass du eben nicht den Helm auf den Kopf kriegst. Fast. How? Wie kriege ich diesen Panzer in die Hand, ey? Oh my God. Oh, holy shit. Das Frame-Window für diesen ersten Trick hier, einfach nur vom P-Switch abzuspringen und gleichzeitig den Panzer zu nehmen, ist so winzig klein. How? Es ist so brutal, ey, diesen Panzer in die Hand zu nehmen. Mein Ziel ist es heute ungefähr 3 Stunden lang zu spielen. Und dann diesen Anfang einigermaßen zu können. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht mal, trotz Clear-Video, was da genau passiert mit dem großen Beetle. Man springt in den rein und dann fällt er mit einem nach unten. Man kickt ihn gleichzeitig aber noch. Ich würde mich so gern sehen, ne? Das wäre so hilfreich.
Das ist das Krasse an Pangas-Leveln. Es gibt wirklich nur einen Weg, ne? Du hast keine Entfaltungsmöglichkeiten. Du musst es exakt so machen, wie er es dir vorschreibt. Und du hast null Spielraum drauf. Weißt du, hier, du könntest das auf jeden Fall auch schaffen, wenn man ein bisschen weiter rechts oder links ist. Aber durch die Kaizo-Blöcke und die Feuerbarrieren hast du eben nur eine ganz bestimmte Art und Weise, wie das funktioniert. Oh, dang it. Baby. Wow, ich verstehe es echt nicht, ne? Ich weiß nicht, wo ich da lang muss, um den so tief zu treffen. Oh. Ah, Gott, okay. Ich habe das Trampolin geworfen, ja. Das ist Fortschritt. Ich habe das Trampolin geworfen. Zwar nach oben, wo es nicht hingehört. Oh, what? Wo war die Hitbox denn? Oh Gott, wann zur Hölle muss man den werfen? Vor allem ist das nicht total davon abhängig, wie der reinspawnt, also wie ich die Section davor mache. Oh, das ist aber gar nicht so leicht, weil das Trampolin einem in die Säge rein... Ich muss da... Wenn ich das machen will, muss ich über die Säge drüber kommen und dann erst den Springjump machen. Okay, so lange darf ich nicht warten. Aber das sah schon mal nicht schlecht aus. Aha, come on! No, der muss, glaube ich, auf die andere Seite. Ja, genau. Der muss auf die andere Seite rausflutschen. Dann holt man sich den Panzer von der Bombe. Oh, das ist nicht easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dann... Das will ich heute noch schaffen, über diesen Swamp. Wo ist die Hitbox? Ernsthaft? Manchmal fällt die nicht mit von der Decke, aber das habe ich das Gefühl. Nein, ey, wenn das nicht passieren würde, ich würde so viel mehr Attempts kriegen, ne? Aber dieser dumme Panzer, der mir jedes Mal auf den Kopf gesetzt wird, ey, der macht mich fertig. Wow. Okay, das ist eine neue Art zu sterben. Leute, das ist es für heute. Vielleicht werde ich morgen nochmal versuchen, das Trampolin unter den Beetle zu werfen. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Mein Ziel für heute wird es sein, bis zu der Wiggler-Section zu kommen. Die ist knapp nach der Mitte, hier auf dem Vorschaubildchen. Weil das ist die Stelle, vor der ich mit am meisten Respekt habe. Also, auf geht's. Okay, ich gucke mir diesen Beetle, einfach nur den Beetle alleine, jetzt mal im Editor an. Ja, ich denke, dadurch, dass der da auf der Schiene ist, hängt es maßgeblich davon ab, wo genau er auf der Schiene ist. Weil man muss den relativ präzise treffen, aber dadurch, dass er sich hin und her bewegt, ist es unfassbar schwierig, den genau da zu treffen, wo du ihn treffen musst. Oh! Damn!
Oh, why? Oh, das ist so fies. No, was? Oh, warum muss der genau da sein? Wieso kann der nicht einen Millimeter weiter vorne sein, ne? Aber das passt genau, dass der dann da hinten ist. Okay, so weit war ich noch nie. Okay, das ist ein Spring Drop. Dann muss man irgendwie diesen Helm auffangen. Das heißt, man muss den Spring Jump an einer ganz bestimmten Stelle machen, sonst funktioniert das nicht. Mit dem macht man einen Shell Jump hier unten und dann noch mit einem P-Switch Jump hier hoch. Also 3 ziemlich heftige Kaizo-Tricks in Folge. Und dann ist man hier beim Wiggler. Man muss beide Shells bis hierhin jonglieren, damit man hier einen Double Shell Jump hoch machen kann. Weißt du, die Tricks an sich, die kommen in vielen Kaizo-Levels vor, aber nicht mit dieser Präzision. No, nicht schon wieder dieser Dreck. Das ist genau der gleiche Dreck wie am Anfang. Du springst in den Panzer rein und kriegst ihn aufgesetzt, statt dass Mario in ihn greift. Okay, ich muss ihn früher machen, ne? Ich muss ihn deutlich früher machen. Toll, diesmal hätte es super gepasst. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, es sieht immer so aus, als würde es reichen, weil das Trampolin so verzögert. Aber dann schießt man nach vorne weg und es funktioniert doch nicht. Okay, Fortschritt. Ich habe den P-Switch getroffen nach, keine Ahnung, einer weiteren Stunde. Nee, nicht ganz. Oder? Ich weiß nicht, ich habe komplett die Zeit aus den Augen verloren. Okay. Einmal geschafft. Nur der Abschnitt von der Bombe bis hierhin. Einmal geschafft. In, keine Ahnung, 2 Stunden. Was mir halt ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass ich mit diesem Panzer hier, mit dem zweiten da oben, anfangs genauso große Probleme hatte, den nicht als Helm aufzusetzen, sondern in die Hand zu nehmen. Und inzwischen habe ich damit nicht mehr so große Probleme. Also könnte es sein, dass es... Come on! Dass es mir mit dem anderen auch noch gelingt irgendwann. Auch wenn es im Moment überhaupt nicht danach aussieht. Jedes Mal lande ich da, ne? Direkt vor dem Cooper. Jedes Mal, weil ich immer denke, der Schwung trägt mich über den drüber und dann hört er aber auf einmal auf. Der ist einfach weg. Von einem Moment auf den anderen. Okay, neuer Tag, neue Energie. Naja, geht so. Ich fühle mich heute nicht so fit, aber was muss, das muss. Ich habe gestern noch ein bisschen gelesen über Mario Maker. Ist ja auch immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen theoretisches Wissen aneignet, wenn man sich an schwierige Level wagt. Und dabei gelernt, dass die P-Switch-Physik mal verändert wurde. Und zwar, nachdem dieses Level gebaut wurde und nicht global. Das heißt... Level, die vor diesem Patch gebaut wurden, haben nach wie vor die alte P-Switch-Physik und Level, die danach gebaut wurden, haben die neue. Das betrifft dieses Level insofern, dass wenn ich es jetzt online spiele, also auf dem Server, dann hat es die alten P-Switch-Physics, aber wenn ich es runterlade auf den Editor,
dann benutzt es automatisch die neuen. Das heißt, alles, was mit P-Switch zu tun hat, lässt sich im Editor nicht wirklich vernünftig üben, weil es dadurch unter anderem viel schwieriger geworden ist, P-Switch-Jumps zu machen. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so einen enormen Struggle mit dem hier gestern. Was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass am Ende nochmal einer kommt, den ich dann auch nicht üben kann. Aber was ich ganz gut üben lassen müsste, ist der Shell Juggle hier. Und das werde ich auch heute mal angehen. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Es kann sein, dass es noch mehr Änderungen gibt, von denen ich nichts weiß, aber ich hoffe einfach mal, dass die für dieses Level keine Rolle spielen. Okay. Ich habe das Gefühl, weißt du, das ist eine besondere Stelle im Level, weil das ist das erste Mal, dass man stehen bleiben kann. Vom Anfang des Levels aus kannst du nirgendwo landen. Du musst es durchziehen. Bis hierhin. Und das ist das erste Mal, dass man sich dann kurz ausruhen kann. Oder eigentlich, da der Timer auf 500 steht, solange man will. Beinahe. Und deswegen ist es halt auch möglich, von hier quasi wieder neu anzufangen und sich ein Setup zu erarbeiten. Das dann mit einiger Übung zumindest fast immer funktioniert. Okay, das muss ich irgendwie verhindern, dass sie zusammenknallen. Ja, man muss die Balance finden zwischen den Panzer irgendwie nach vorne bringen, aber nicht zu weit. Weil man sonst nicht mehr zurückkommt, um den anderen aufzufangen. Okay. Hätte das schon gereicht? Ja, man darf halt nicht zu weit voraus, ne? Man denkt, oh Gott, wenn ich da nur so schnell wie möglich rüberkomme, umso besser. Aber es gibt ein Limit, wie schnell man das hier machen darf, bevor es nicht mehr funktioniert. Ja. Ich darf nicht so weit vor, ey. Ich darf... Mit dem roten Panzer darf ich nicht zu weit vor. Mit dem grünen kann ich jeweils vorlegen, aber den roten darf ich nicht so weit vorlegen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Okay. Und damit sind wir beim letzten Abschnitt des Levels. Ich weiß gar nicht, was die... Ja, die gewollte Strategie ist irgendwie, dass man hier sowas macht, dann auf unmögliche Art und Weise von dem Panzer abspringt und von Yoshi den Panzer hier nimmt, P-Switch-Jump und dann mit dem einen Panzer, den man ausgespuckt hatte, der kommt hier unten, glaube ich, vorbei. Oder? Ja. Und dann muss man mit dem Panzer hier noch ein Mid-Air machen. Es gibt allerdings einen Cheese, der wurde auch relativ früh gefunden. Ich glaube, von Grand Pooh Bear war es. Dass man diesen Mid-Air umgehen kann und stattdessen einen Jump macht, einen P-Switch-Jump. Den ich natürlich jetzt hier nicht üben kann, wegen Editor und so weiter, aber zumindest den Teil hier. Ja, wenn ich das nach Gefühl machen muss, dann ist es schwierig. Oh mein Gott! Lol, das funktioniert. Oh no! Okay, aber das könnte an den neuen P-Switch-Physics liegen, oder? Dass ich da dran jetzt hängen geblieben bin. Yes, baby! Im Editor geschafft. Das heißt, im echten Level ist es theoretisch auch möglich. Andererseits wird mir dort wahrscheinlich das Herz bis hier oben schlagen, wenn ich irgendwann mal bis dahin überhaupt komme.
Damn, so weit war ich noch nie vom Anfang des Levels aus. Puh. Neuer Bestwert. Was mir echt noch Probleme bereitet, ist dieser eine Springjump vom Trampolin aus, weil das Timing irgendwie komisch ist. Ja, man muss das so unfassbar spät loslassen. Das bringt mich jedes Mal raus. Während man beim normalen Sprung kann man es super früh loslassen. Aber wenn man vom Trampolin kommt, dann kann man es nur super spät loslassen. Ja, weil Mario einfach, ne, das ist es. Selbst wenn du den Sprungknopf loslässt, das ist der Unterschied. Wenn du einen normalen Sprung machst und lässt den Sprungknopf zusammen mit dem Griffknopf los, dann hört Mario auf zu steigen und fällt direkt in das Trampolin rein. Aber weil du vom Trampolin aus eine feste Höhe hast, die Mario nach oben springt, ist es viel schwieriger. Okay, das hätte ich jetzt auch verstanden. Aber ich habe guten Fortschritt gemacht heute. Ich habe die 2 letzten Sections verstanden und mindestens einmal geschafft und eine neue Bestmarke aufgestellt. Okay. So, heute mache ich mal Attempts. Schau mal, wie weit ich komme. Ich hoffe, ich kann eine neue Bestmarke aufstellen und vielleicht kriege ich ja auch den ein oder anderen Versuch am Ende. Ich hoffe es zumindest. Oh, really? Oh, ich habe den falschen Knopf losgelassen. Ah, dang it. Ah. Oh no! Das war so gut! Das war so gut, dass ich nicht darauf vorbereitet war, wie gut es sein würde. Ah, dang it! No! No, die Kacksäge, ey! Oh, come on! So, heute geht es eigentlich nur darum, diesen Springjump nach der Bombe zu üben. Weil ich den im Editor nicht üben kann, weil er anders ist. Dafür muss ich allerdings jedes Mal dahin kommen und das ist... Ich werde es nie schaffen. Wenn ich, ich brauche, was habe ich jetzt gebraucht? 20 Minuten, um einmal hier hinzukommen. Um einmal den Versuch einer Übung zu unternehmen, ne? Und dann habe ich wieder genau die Inputs gemacht, die ich sonst auch immer gemacht habe, weil ich in dem Moment einfach nicht mehr dran gedacht habe. Wenn das nicht von Panga gemacht wäre, es wäre einfach ein random Garbage Level, ja? Einfach irgendein weiteres random Garbage Level. Ah!
ist das so widerlich gemacht, ey. Warum kann man diesen Panzer nicht einfach vernünftig in die Hand bekommen? Verstehst du? Der Trick besteht gar nicht darin, das Level zu spielen, sondern gegen diesen unfassbar schlechten Aufbau. Gegen diesen Jank. Du kämpfst hier nur gegen Jank. Von Anfang an. Wenn ich den P-Switch treffe, ja, wenn ich auf dem lande, dann ist der Jump ist so gut wie garantiert mit den alten P-Switch-Physics. Das ist sehr, sehr schwer, das nicht zu schaffen. Es wär so ein unendlicher Fortschritt, wenn ich diese Stelle einfach mal konstant hinkriegen würde. Ah! No, dieser Kack, ey. Oh, Shelljumps im Jahr 2024. Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Oh, wieso? Penga! Wieso? Oh! No! Ah! 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 Ich schaff's nicht da hoch. Ich schaff's nicht da hoch. Wow. Goddammit, ich werfe ihn auch immer gleich, ne? Ich werfe ihn immer gleich zu früh. Aber es ist so schwer, das außerhalb des Bildschirms zu machen, ey. Fuck, ey. Ah! Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen kann. Ah!
Okay, ich darf nicht zu lange warten, sonst werde ich nervös. No, ich bin am P-Switch hängen geblieben. Ich bin am P-Switch hängen geblieben. Ich dachte, das wäre nur im Editor wegen der neuen P-Switch-Physik, aber es kann hier genauso passieren. Ich glaube, das war's, Leute. Ich habe mein Bestes gegeben. Es ist jetzt 22:31 Uhr. In 1,5 Stunden ungefähr werden die Server abgeschaltet und dann ist es eh vorbei. Ich bin trotzdem froh, dass ich es probiert habe, dass ich es ernsthaft probiert habe. Ich glaube, 26 Stunden kann mir keiner vorwerfen, dass ich irgendwie den Schwanz eingezogen hätte oder so, aber tja, so zerbröselt der Keks nun mal.